Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 20 Entrust. Irrsicht. Zittig greife ich mit meiner linken Hand Beppos Pfote und mit der rechten Saschis Hand. Beruhigend streicht mir mein Bruder mit dem Daumen über den Handrücken. Ich atme mehrere Male tief ein und aus, was für einen Außenstehenden aussehen musste, als wäre ich dabei, ein Kind auf die Welt zu bringen. Ruhiger sehe ich zu Pinguin, welcher mich warm anlächelt. Ich hab keine Geschwister. Es gab nur mich, Mama, Papa, meinen Onkel und meine Cousine. Sie ist 4 Jahre jünger als ich und ich habe es als meine Aufgabe angesehen, auf sie aufzupassen. Beginne ich am Anfang meiner Geschichte. Jeder hört mir gespannt zu, auch wenn diese Information nicht allzu interessant ist. Doch genau das bringt mein Herzschlag etwas runter. Ich muss leicht lächeln, als ich weitererzähle. Übersät mit Dreck und mit einer blutenden Lippe betrete ich mein Zuhause. »Bin wieder da!« rufe ich gelangweilt und ziehe meine Schuhe aus. Ich stolpere ins Wohnzimmer und erblicke meine Mutter und den Bruder meines Vaters mit seiner Frau. Lächelnd winken sie mir zu, während ich nur nicke. »Wann ist es soweit?« frage ich an die Frau gewandt und stelle mich vor das Sofa, auf dem meine Familie sitzt. »Jeden Moment«, strahlt sie mich zuckersüß an, woraufhin auch ich lächeln muss. Plötzlich legt sich ein dunkler Schatten über mich. Sofort mache ich mich kleiner und kneife fluchend die Augen zusammen. Mist, spreche ich leise meine Gedanken aus, bevor ich mich nervös lächelnd zu meinem Vater umdrehe und schließlich zu ihm aufschaue. »Du sollst dich doch nicht prügeln«, schimpft mein Vater lautstark und verpasst mir eine dicke Beule am Kopf. Pinguin sieht mich aus großen Augen an. »Du hast dich schon mit 4 Jahren geprügelt?« fragt er mich fassungslos, worauf ich nur unsicher nicke. Weiß ich nicht, ob es normal ist und ob Pinguin mich jetzt seltsam findet. Ich sehe zu Sashi und erzähle an einer anderen Stelle der Geschichte weiter. Ehrfürchtig gehe ich auf das kleine Bündel zu. »Wo ist Ihre Mama?« frage ich verwundert. »Sie ist weg«, nuschelt mein Onkel mit zusammengeschnürter Kehle. »Wann kommt sie wieder?« frage ich langsam, ahnend, dass etwas nicht stimmt. Bedrückt sieht mich meine Familie an und ich verstehe, dass sie bei der Geburt gestorben sein musste. »Darf ich sie halten?« frage ich nach einiger Zeit vorsichtig nach. Mein Onkel nickt und gibt sie mir vorsichtig, weist mich gleichzeitig an, wie ich sie halten muss. Begeistert sehe ich meine winzige Cousine an und gebe ihr einen Kuss auf die Stirn. »Sie sieht ihr sehr ähnlich«, stelle ich lächelnd fest und bekomme ein einstimmiges, leicht traurig wirkendes Nicken. »Ich werde sie beschützen«, beschließe ich und gebe sie meiner Mutter. Schnell renne ich aus dem Wohnzimmer in den Garten. »Ich beschließe, jeden Tag mehrere Stunden mit dem Stock zu üben und verwickle mich absichtlich in Schlägereien, um meine Cousine schützen zu können.« Ich sehe zu Beppo, da mir der nächste Teil absolut nicht gefällt. Ich schlucke hart und beginne wieder zu zittern. Ich löse mich von Saschis Hand und Beppo nimmt mich mitfühlend in den Arm. Ich starre geradeaus auf seine Brust und klammere mich an seinen grellen, orangenen Anzug. Ich atme tief ein und aus und erzähle die folgenden Ereignisse entweder eiskalt oder mit belegter Stimme. Ich bin mittlerweile stolze 7 Jahre alt und gerade auf dem Weg, meine Cousine abzuholen. Sie wollte unbedingt wieder zu mir spielen kommen, also hole ich sie von zu Hause ab. Auf dem Hinweg habe ich mich mit etwas älteren Jungs geprügelt und gewonnen. Stolz lächelnd, aber mit einigen Kratzern im Gesicht klingele ich nun an der Tür. Keinen Moment später wird sie aufgerissen und ein aufgedrehter Wirbelsturm von Cousine taucht im Rahmen auf. »Du darfst nicht einfach jedem die Tür aufmachen«, belehre ich sie sofort und gebe ihr eine sanfte Kopfnuss mit meiner Faust. »Ich hab aber vorher geguckt«, beschwert sie sich mit Tränen in den Augen und sieht schmollend zu mir auf. »Du hast Aua«, stellt sie geschockt fest und zieht sich an meinem Shirt hoch, um meine Wunden zu sehen. »Du weißt doch, ich bin Piratin, mir passiert nie etwas Schlimmes«, zwinkere ich ihr zu und sie beginnt wieder zu strahlen. Ich lächle sie nur an und als sie ihren winzigen Rucksack geschultert hat, verabschieden wir uns schnell von meinem Onkel, ihrem Vater. Auf dem Rückweg habe ich meine Cousine die ganze Zeit auf dem Rücken oder auf meinen Schultern getragen. Sie liebt den höheren Ausblick. »Bin wieder da«, rufe ich durch das Haus und lasse die 3-jährige, fast 4-jährige vorsichtig runter. Sofort greift sie nach meiner Hand und wir gehen zusammen ins Wohnzimmer, wobei ich genauestens darauf achte, kleinere Schritte zu machen. Ich bleibe stockend stehen.
Ich stelle mich vor die Kleine und breite schützend meine Arme aus. Mein Vater steht mit einer Wutader auf der Stirn vor mir. »Du sollst dich nicht prügeln«, schimpft er und schlägt so hart zu, dass ich in die Hocke gehen muss. Mir den Kopf haltend sehe ich finster mit Tränen in den Augenwinkeln zu ihm auf. »Du alter Griesgram«, gifte ich ihn gereizt an, woraufhin meine Mutter und meine Cousine prusten und zu lachen beginnen. Fragend sehen ich und mein Vater sie an. »Euer Verhältnis ist einfach zu göttlich. Man sieht, wie lieb ihr euch habt«, lacht meine Mutter, während meine Cousine eifrig nickt. Gleichzeitig werden ich und mein Vater rot. »Liebhaben? Die Gürde? Den Griesgram?« motzen wir sie gleichzeitig an und schenken uns gleich darauf einen vernichtenden Blick. Die Wangen aufblasend, schnappe ich mir Eiko und gehe in mein Zimmer. Nach ein paar Stunden muss die Kleine auf Toilette. Als sie nach langer Zeit nicht wiederkommt, mache ich mir Sorgen und beschließe, sie abzuholen. An dem Geländer lausche ich nach den Stimmen, die ich höre. Sie gehören nicht zu meiner Familie. Ich steige die Treppen runter in die Küche, schnappe mir sicherheitshalber ein Messer und gehe ins Wohnzimmer. Ich sehe meine Eltern reglos auf dem Boden liegen, mehrere fremde Männer verteilt im Raum. Ich lasse mich leise neben meine Mutter fallen und rüttle an ihr. »Mom?« hauche ich leise an ihr Ohr, doch sie rührt sich nicht. Tränen steigen mir in die Augen und ich presse meine Hand an die Lippen, während ich weiter an ihrem leblosen Körper rüttle. »Mom!« Meine Augen huschen zu meinem Vater, doch seine Augen starren mir emotionslos entgegen. Ich keuche, schluchze leise und spüre das warme Nass über meine Finger laufen. Das Messer in meiner Hand rutscht mir aus der Hand und ich fasse mir an die schmerzende Brust. Es ist kaum auszuhalten, der Drang zu schreien, zu toben und laut zu weinen. Doch mein Kopf kann so klar bleiben, dass ich die Männer, nur einige Meter von mir entfernt, nicht vergesse. Plötzlich höre ich jemanden aufwimmen und meine Augen weiten sich erschrocken. Meine Finger finden die Klinge wie von selbst wieder, ohne dass ich meine tränenverschwommene Sicht von meiner Mutter nehmen muss. Mein Blick verfinstert sich und ich starre zu den Männern, die mir abgewandt stehen. Emotionslos schleiche ich mich an sie an. Ich höre Eiko wimmern. Ohne zu zögern stelle ich mich vor sie. Ein fetter Mann steht mir gegenüber und funkelt mich bedrohlich an. Kühl, noch immer mit Tränen in den Augen, erwidere ich seinen Blick und ziehe das Küchenmesser zittrig vor mich. »Finger weg, fetter Sack«, sage ich gereizt, worauf der Dicke lacht. In seinen Augen funkelt Hass, Wut und Abscheu, während er mich mit der flachen Hand schlägt. Mein Messer fliegt davon, war mein Griff nicht fest genug. Still richte ich mich vom Boden auf und muss feststellen, dass der Dicke die Klinge an Eikos Hals gelegt hat. »Keine Bewegung sonst«, meint er bedrohlich und spielt mit dem Messer in ihrer Kehle. Schnell lasse ich mich auf meine Knie fallen und verneige mich unterwürfig vor ihm. »Tu ihr nichts«, flehe ich ihn an. Erneut schnürt sich meine Kehle zu und die Verzweiflung klammert sich an mein Herz. »Dann musst du mitkommen«, schlägt er mir den Deal vor. Mein Blick verfinstert sich und ich sehe zu der Kleinen in seinen Arm. Verzweifelt versucht sie, ihre Tränen zu unterdrücken. Mit kühlen Zügen nicke ich. Der Dicke sieht mich verwundert an, bevor er wütend nach mir schlägt. Ich krache gegen die nächste Wand, verziehe aber keinen Muskel in meinem Gesicht. »Lass meine Cousine in Frieden, dann komme ich mit«, meine ich ruhig und richte mich mit klarem Ziel vor Augen wieder auf. Er überlegt lange und mustert mich eindringlich. Scheint zu überlegen, wer nützlicher sein wird. Dann schnipst er und ein weiterer Mann legt mir Ketten an. »Abgemacht«, lacht der Fette. »Lauf nach Hause und sag alles deinem Papa und der Marina«, flüstere ich ihr beim Rausgehen zu und zwinkere aufmunternd, meine Tränen nicht zu übersehen. Sie schluckt tapfer ihre runter, weiß sie, dass ich Teufelskräfte habe und dass einer Piratin nichts Schlimmes passiert. Ich stehe mit schweren Ketten um den Gelenken und Hals auf dem Schiff dieser Piraten. Sie haben ihr Wort gehalten und meine Cousine in Ruhe gelassen. Sie ist mir sehr wichtig. Auf dem Weg hierhin habe ich kein Wort gesagt, warum auch. Sie würden mich nur schlagen oder ignorieren. Der Dicke führt mich unter Deck immer weiter runter, bis wir in einen Zellentrakt kommen. Interessiert, was sie mit mir vorhaben, lasse ich alles über mich ergehen. Dort gehen wir an mehreren Zellen vorbei. In einigen sitzen erwachsene Männer und in anderen Mädchen meines Alters. Die Männer versuchen, nach meinen Kleidern zu greifen oder rufen mir beleidigende oder perverse Dinge nach. Die Mädchen hingegen sitzen in der hintersten Ecke der Zelle auf einem Bett, in eine dünne Decke gehüllt und sehen mir betroffen, traurig oder mitfühlend hinterher. Ich werde in eine dunkle Zelle geworfen und allein gelassen. Meine Zelle ist die hinterste, weswegen ich auf 2 Seiten Holz, auf einer die Eisentür, die auf den Flur führt, und auf einer Seite Gitter habe. Schnell raffe ich mich auf, renne zu den Eisengittern und sehe in die gegenüberliegende Zelle. Weit hinten in der Dunkelheit erkenne ich eine kleine Gestalt. »Hey«, sage ich leise zu ihr. Keine Bewegung. »Oi«, versuche ich es erneut.
Die Person hebt ihren Kopf. Ich strecke meinen Arm durch das Gitter und deute an, näher zu kommen. Lange muss ich warten, bis die Person ins Licht tritt. Ein blondes Mädchen mit braunen Augen, ungefähr in meinem Alter. »Ich tu dir nichts«, beteuere ich flüsternd und nehme meinen Arm zurück. Das Mädchen tritt ebenfalls zu den Gittern und umfasst die kalten Stäbe. »Was willst du?« fragt sie mich mit heiserer und zitternder Stimme. »Ich will nur mit jemandem reden. An so einem Ort braucht man Freunde«, lächle ich sie an. Sie sieht ungläubig von unten zu mir auf. Sie erinnert mich an Aiko. »Wie kannst du so locker sein?« fragt sie mich nach einiger Zeit. Ich überlege kurz, um eine passende Antwort zu finden. »Ich weiß ja noch nicht, was mit mir passiert«, grinse ich sie über beide Ohren an, während ich deutlich die Tränen über meine Wangen laufen spürte. »Ich muss stark bleiben«, denke ich mir dazu. Ich löse mich von Beppos Umarmung und richte mich auf. »So bist du auf das Schiff gekommen?« fragt Penguin mit belegter Stimme vorsichtig nach. Ich nicke langsam, denke daran, dass die Piraten, die Trafalgar besiegt hat, andere waren als die, die mich auf meine Heimatinsel mitgenommen haben. Doch an das, was zwischen diesen beiden Banden passiert ist, sitzt noch zu tief, als dass ich daran denken könnte, ohne Angst, Wut oder Trauer zu empfinden. »Du hast Teufelskräfte?« fragt mich Sashi nachdenklich. Ich erkläre und präsentiere auch ihnen meine Teufelskraft und verkohle mein Essen. Habe ich sowieso keinen Appetit mehr. Verstehend nicken sie, die Stimmung scheint dahin. »Aber du bist nicht rausgekommen«, merkt Beppo bedrückt an. Ich nicke betrübt. Fühle ich mich momentan nicht dazu in der Lage, ihnen mehr zu erzählen, und sie anzulügen fühlt sich falsch an. Ich bin müde. Ich erzähle morgen weiter«, meine ich knapp und stehe auf. »Was? Jetzt, wo es spannend? Nicht so viel auf einmal«, unterbricht Lord Penguin mahnend und steht ebenfalls auf. »Willst du sie seelisch zerstören?« fragt er ihn monoton. Schuldbewusst sieht Penguin auf die Tischplatte vor sich. Ich bin ihm einfach nur dankbar und erneut hat er sich mein Vertrauen und Anerkennung von mir erkämpft. »Na also, du kommst mit, Training.« »Was jetzt?« frage ich entgeistert nach. Wie kalt, höre ich Penguin nuscheln, als Trafalgar nickt und geht. Eilig renne ich ihm hinterher. Du willst echt jetzt noch trainieren?« frage ich unsicher. »Nein.« Fragend sehe ich ihm hinterher, als er den Trainingsraum betritt. »Du sollst jetzt deine Emotionen rauslassen«, stellt er klar und richtet sein Katana auf mich, bevor er es stumm durch die Lüfte gleiten und auf mich zukommen lässt. Geschockt weiche ich ihm aus und hebe ein weiteres Schwert bei einer Rolle auf. »Was soll das?« blaffe ich ihn wütend an, als ich mich wieder aufrichte und umfasse den Griff stärker. Erneut attackiert er mich, aber ich pariere seinen Hieb nur. »Lass deine Emotionen raus. Weine, werde wütend oder schrei deinen Schmerz einfach nur raus. Hauptsache, du machst etwas. Sonst frisst es dich von innen auf«, belehrt er mich ruhig und tritt nach mir. Schnell springe ich hoch, doch sein Schwert rast auf mich zu. »In der Luft, wie unfair!« Ich pariere den Schlag, habe jedoch keinen Halt und werde gegen eine Wand gedonnert. Mit leichten Schmerzen rolle ich mich schnell zur Seite, als sein Schwert erbarmungslos erneut auf mich zukommt. Ich springe bei seinem nächsten Hieb erschrocken in die Luft. »Ich kann und will nicht«, protestiere ich schwer atmend und springe von seiner Klinge runter, auf welcher ich nach dem Sprung gelandet bin. »Du warst verdammte 13 Jahre eine Gefangene. Du sagtest, du durftest lange nicht reden, hattest große Schmerzen ertragen. Deine Eltern sind tot. Du musst es rauslassen«, argumentiert Trafalgar und wird dabei etwas lauter. Ich schüttle den Kopf und dutsche, um auszuweichen, unter seinen Beinen hindurch. Ich will niemanden verletzen«, weigere ich mich verzweifelt. Beim nächsten Schwerthieb zerspringen beide Klingen in mehrere Teile und wir gehen schwer atmend auseinander.